Und richtig cool finde ich ja die beiden This Is It Picture-Schallplatten. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal MJ Wilimir. Ich habe vor ungefähr 4 Jahren, würde ich mal so sagen, ein Video gedreht, wo ich 2 inoffizielle CDs von Michael gezeigt habe und habe dann angekündigt, dass das so eine Art Serie werden soll. Das ist aber irgendwie, da ist nie was draus geworden. Und jetzt habe ich mir gedacht, zeige ich doch mal noch alle anderen inoffiziellen Dinge, die ich außer diesen, die ich da gezeigt habe, noch habe. Vielleicht noch kurz zur Geschichte. Ich hatte mal, das ist also schon ewig lange her, mal so eine Phase, wo ich an einem Punkt war und gesagt habe, okay, jetzt habe ich irgendwie alle Alben und alle Singles von Michael irgendwie auf CD. Und bevor ich mich dann entschieden habe, auch die verschiedenen Versionen von den ganzen Releases zu sammeln, hatte ich dann eben diese kurze Phase, wo ich gesagt habe, okay, ich sammle jetzt einfach alles von Michael, also auch inoffizielle Sachen. Und die sind in dieser großen Box hier. Da habe ich auch schon länger nicht reingeguckt. Und jetzt gucken wir gleich mit dieser Box rein, was denn da alles so drin ist und gucken uns die Sachen mal gemeinsam an. Fangen wir mal an mit 2 Kassetten, die hier oben aufliegen. Eine Kassette, also ich weiß auch bei den meisten Sachen gar nicht mehr, wo ich die her habe. Ich glaube, die waren mal bei irgendeinem Konvolut dabei, was ich gekauft habe, von mehreren Kassetten. Da war eben auch diese, The Best of Michael Jackson. Meinen Recherchen zufolge kommt die aus China und naja, die sieht eigentlich schon ganz schön aus mit diesem schwarz-weißen Bild von Michael und dann hier so in Rot designt. Ich packe mal aus. So sieht also der Einleger aus. Es ist halt, naja, es sieht halt schon so aus, als wäre das jetzt kein offizieller Release. Man sieht schon, also wenn man auch sich die Kassette anguckt, das sieht schon sehr billig aus und nicht so, als wäre es jetzt aus einem von einem offiziellen Plattenlabel. Auf jeden Fall ist das halt hier sowas, was, naja, kann ganz nett sein, das zu haben, aber so toll ist es auch wieder nicht, weswegen, das war halt so einer der Gründe, warum ich dann gesagt habe, okay, ich will keine inoffiziellen Sachen mehr sammeln. So ähnlich ist es auch mit dieser Kassette, die habe ich mal wie bei einem Tausch, war das irgendwie noch ein Geschenk. Die Kassette ist überhaupt nicht mit irgendwas bedruckt und der Einleger, naja, hier hinten steht einfach nur Michael Jackson, hier ist halt dieses Bild von Michael, das ist halt total schlechte Druckqualität. Das Design ist total hässlich, finde ich. Das ist auch kein schönes Bild irgendwie. Also kein besonders schönes Bild, was ich jetzt für ein Cover-Artwork anbieten würde. Und hier im Inneren stehen nur noch die Tracks, die drauf sind. Das sind halt Lieder aus der Motown-Ära, die mich auch sowieso nicht interessieren. Deswegen ist das definitiv auch was, wo ich jetzt nicht irgendwie, wo mein Herz besonders dran hängt. Jetzt kommen noch mal ein paar Sachen, die ich schon mal gezeigt habe. Nämlich zum Beispiel diese Shaped Disc, die habe ich schon mal gezeigt in einem Video, wo ich außergewöhnliche Sammlerstücke zeige. Gibt es auch ja noch die andere, die müsste dann hier irgendwo sein. Ja, finde ich gerade nicht, aber die kommt bestimmt gleich noch zum Vorschein. Ja, es ist also ein Interview drauf von Michael, die ist total schön designt. Und das ist ja auch keine Bootleg, also da ist ja keine Musik drauf, was irgendwie illegal wäre zu veröffentlichen, sondern da ist ein Interview drauf, das ist also nicht offiziell, aber trotzdem legal erschienen. Jeder darf ja irgendwie ein Interview veröffentlichen, wenn er die Rechte daran besitzt. Und jetzt noch eine Shape Disc, total schön. Und ja, hier, das würde ich glaube ich auch wieder kaufen. Ist jetzt zwar auch nur in der Kiste drin, weil ich auch nicht endlos viel Platz habe, Sachen irgendwie auszustellen. Da nehme ich dann doch lieber die offiziellen Sachen in den meisten Fällen. Aber finde ich eine ganz schöne CD. Auch diese CD finde ich sehr schön. Ich packe sie mal aus. Das war so eine Serie von UK-Releases. Hier in so einem Pappschuber ist so eine CD drin. Auf dem Cover ist so ein schönes Bild von Michael, wie er irgendwann Anfang der 2000er ja nochmal Dangerous performt hat. Auf der Rückseite ist auch noch ein sehr schönes Bild von Michael. Und diese CD heißt Michael Jackson Exposed, The Interview. Und ja, wie gesagt, ist da ein Interview drauf. Und wenn man das mal aus dem Pappschuber rausnimmt, sieht es nochmal genauso aus. Die CD ist auch wunderschön bedruckt, auch mit diesem Bild von Michael. Also das ist wirklich ein toller Release eigentlich, auch wenn mich der Inhalt nicht so interessiert. Dann ist hier dieses Mini-Poster.
was einfach so die 4-fache CD-Größe ist. Auch nochmal dieses Bild. Und dann ist hier auch noch ein Einleger drin, wo dieses schöne Bild von Michael ist, wie er Janet auf die Wange küsst. Und hier drin ist nochmal so Werbung für weitere Releases aus der Serie. Ich erinnere mich mal vor Jahren, als ich diese CD mal auf dem Flohmarkt gekauft habe, da mal reingehört zu haben. Und ich glaube, da war irgendwie Michael Jackson, der redet, aber dann das Interview mit so einer komischen Fahrstuhlmusik hinterlegt. Also der Inhalt war, glaube ich, eher für die Tonne. Aber die CD ist wirklich schön und kann man sich echt wunderbar eigentlich auch in die Vitrine stellen, wenn man halt genug Platz hätte, auch sowas dort zu zeigen. Von den gleichen Machern und auch aus der gleichen Serie ist übrigens auch diese Box, die finde ich auch ganz schön ist. Celebrating 25 Years of Thriller heißt die, also dementsprechend 2008 auch zur Zeit von Thriller 25 herausgekommen. Sehr schön designt auch. Was mir hier nicht gefällt, ist, dass hier hinten in diesem Infotext Michael als Jacko bezeichnet wird. Und da haben sie irgendwie nicht gut recherchiert. Ein bisschen schade. Aber hier sind gleich 3 CDs drin. Eine kennen wir schon, das ist diese Exposed CD, die ich gerade schon gezeigt habe. Hier fehlt allerdings dieses Mini-Poster. Dann gibt es hier einmal Maximum, Michael Jackson. Auch ganz schön mit Picture CD. Hier ist ein Mini-Poster drin. Ups, falsch rum. Nicht spektakulär, aber auch ganz schön. Und auch noch ein kleines Heftchen mit weiteren Bildern, das sage ich jetzt mal nicht. Und More Maximum Michael Jackson. Das ist übrigens so eine Biografie von Michael, die irgendwie drauf ist. Ach, ich höre mir sowas nie an. Also dafür interessiert es mich einfach nicht genug. Ich glaube, die werden da keine Dinge über Michael Jackson erzählen, die wir als Fans nicht auch schon ohnehin wissen. Und naja, ist halt irgendwie jetzt auch, wie gesagt, nicht offiziell, aber eben auch trotzdem legal mit den Interviews und einfach schön designt. Also wird ja also schon wieder fast dafür sprechen, solche Releases auch zu sammeln. Dann haben wir hier eine Bootleg-Pressung des History-Albums, die tatsächlich hier unten dieses Epic-Logo hat, also so auch offiziell gemacht ist, aber das auf jeden Fall nicht ist. Die habe ich mal vor Ewigkeiten für 5 € oder so in einem Plattenladen gekauft. Damals kannte ich mich noch nicht so aus mit, was ist offiziell und wie erkennt man offizielle Releases und habe die deshalb für offiziell gehalten und gedacht, die wäre total selten, weil ich da nichts drüber gefunden habe. Und die ist eigentlich auch gar nicht so schlecht gemacht. Also man sieht schon, ja, die Druckqualität ist relativ gut, aber hier bei der Schrift sieht man schon, dass es ein bisschen verpixelt ist. Dann ist hier Lieder heißen falsch, also hier steht Little, obwohl das Lied natürlich Little Susie heißt. Naja, ist es halt jetzt nicht so eine tolle Pressung, aber keine Ahnung, ich habe halt irgendwie längere Zeit gedacht, ich hätte irgendwas ganz besonders Seltenes, aber ist halt irgendwie nichts Besonderes. Das hier ist eine der CDs, die ich euch in dem Video von vor 4 Jahren gezeigt habe. Den Link zu dem Video habe ich übrigens auch nochmal in die Videobeschreibung gepackt. Hier sind 2 CDs, wo Michael live in Bukarest singt, übrigens mit sehr guter Audioqualität. Das Cover-Artwork ist ja interessant, jetzt aber nichts Besonderes. Und die CDs sind jetzt auch nicht interessant, deswegen, naja, wenn ihr es genauer sehen wollt, guckt euch das alte Video an, ansonsten lege ich sie einfach mal direkt wieder weg. Haha, habt ihr die schon mal gesehen? Ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt, aber die gab es vor ein paar Jahren mal auf eBay zu kaufen. Das war, glaube ich, ein Verkäufer irgendwie aus dem UK. Ja, dieser Thriller-Remix, der für das Scream-Album produziert wurde, da kam mir wirklich eine offizielle Promo-Single raus, die ziemlich selten ist. Und ich habe irgendwie gedacht, die wäre das. Und ich finde auch die CD sieht relativ professionell bedruckt aus, sieht halt aus wie ja, so eine typische Promo-CD, die heutzutage so erscheint. Allerdings ist hier die Druckqualität auf der CD total schlecht. Und dann kam diese CD aus dem UK und war total günstig. Und wenn man hier, dann hatte der aber auch mehrere von denen, die er verkauft hat. Und wenn man dann hier mal auf den Rand guckt, dann steht da Schrift auf Portugiesisch und Sony Music Brazil und das soll eine Promo-Pressung aus Brasilien sein. Und dann sind hier 5 Tracks drauf, 5 verschiedene Remixe, die auch wirklich drauf sind. Die habe ich auch gehört und die sind auch ganz schön. Aber das ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Also mir war relativ schnell klar, als ich den in den Händen hatte, dass das eine inoffizielle Pressung ist. Und meine Recherchen haben es dann auch bestätigt. Und das war eine der typischen Fälle,
wo ich halt gedacht habe, es wäre offiziell und dann sofort, als ich es dann in den Händen hatte, eigentlich wusste, nein, das ist nicht offiziell, das kann nicht sein. Schade, habe ich leider Geld für ausgegeben, obwohl es eigentlich nichts wert ist. Und hier oben steht sogar noch mein Sticker drauf, den ich damals draufgeklebt habe. Das gleiche ist es mit der hier, die habe ich im gleichen Rutsch gekauft von demselben Verkäufer. Das sei eine Promo-CD von dem 2015er Remix von Say Say Say, den Paul McCartney damals veröffentlicht hatte. Und auch hier ist es obvious, dass das hier eine Fake-Pressung ist und nicht offiziell. Ja, ich habe irgendwie für die beiden zusammen irgendwie 30 € damals bezahlt. Das heißt, der Schaden ist jetzt nicht so groß, aber schon ein bisschen ärgerlich, wenn man mal überlegt, dass es so toll gewesen wäre, wären das echte Promo-Pressungen gewesen. Dann habe ich hier noch einen Release, der eigentlich ganz schön ist, muss ich sagen. Ich glaube, den habe ich sogar mal gekauft. Obwohl, nee, ich habe den nicht gekauft. Ich habe den auch mal dazu bekommen in einem Konvolut. Aber die finde ich einfach so schön. Also die ist hier auch nur mit dem Interview und ohne Musik. Aber hier ist eben das Cover-Artwork so schön, finde ich. Michael Jackson Limited Edition Interview Disc and Fully Illustrated Book. Hier ist eben, wie gesagt, das Interview drauf. Und wenn man das hier mal rausholt, ist es ein Buch, also ein kleines Buch, wo vorne eine CD drin ist, die auch sehr schön als Picture-CD bedruckt ist. Und dann ist hier eben ein Buch, also ein Büchlein, ein Booklet, wo ganz, ganz viele Bilder drin sind. Und die sind auch wirklich schön. Und es steht auch noch was dabei. Und das ist eigentlich ein richtig schöner kleiner Release, der halt inoffiziell ist, aber trotzdem wirklich schön. Die nächste CD habe ich auch vor 4 Jahren oder so in dem Video gezeigt. Auch eine Konzert-DVD, Michael Jackson Live in Tokyo. Aber das ist, glaube ich, das Yokohama-Konzert. Auch hier ist die Audioqualität, glaube ich, relativ gut, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber ist halt auch irgendwie nichts Besonderes. Und das sind alles auch Aufnahmen, die man noch online findet, also auch kein exklusiver Content. Habe ich halt mal gekauft, weil ich das irgendwie dann haben wollte. Und jetzt, keine Ahnung, will ich es nicht mehr wirklich haben eigentlich, weil ich sowas eigentlich auch nie höre. Also wenn, dann halt irgendwie online auf YouTube, dann noch mit Bildmaterial. Hier ist die andere Shaped Interview Disc, die ihr auch schon mal in einem anderen Video gesehen habt. Dann zeige ich es nochmal beide zusammen, also diese beiden ausgeschnittenen CDs, die halt ganz cool aussehen. So, dann geht es mal weiter mit Videokassetten. Solche Releases mag ich ja, also das ist auch ganz offensichtlich inoffiziell schlechte Druckqualität. Die VHS ist gar nicht bedruckt. Aber hier ist halt ein Konzert drauf von Michael von History, die ja relativ rar sind. Ja, auch das gibt's im Internet. Aber es hat dann irgendwie doch nochmal ein anderes Feeling, wenn man sowas dann auf VHS guckt. Also die habe ich auch schon mal gesehen. Hier ist auch so ein Zettel, wo ich mal die Tracklist draufgeschrieben habe. Am Ende ist dann sogar noch der History-Teaser nochmal drauf. Haben sie wahrscheinlich dann auch noch danach im TV gezeigt. Und sowas finde ich eigentlich doch immer ganz spannend, so aus dem Fernsehen aufgenommene Konzerte oder TV-Shows oder so. Dann habe ich auch noch diese inoffizielle VHS-Kassette. Die ist aus Deutschland tatsächlich, sei auch limitiert. Allerdings habe ich hier eine Nummer 21.620, also die ist jetzt nicht irgendwie auf eine geringe Zahl limitiert, gibt es offenbar ganz, ganz viele von, obwohl ich die irgendwie fast noch nie gesehen habe. Ich lese mal vor: Eine verrückte Reise durch die Welt des Michael Jackson, der König des Pop. Durch seine Filme, Interviews und Reportagen lernen Sie die vielen Seiten des Mannes hinter der Musik kennen. Sein phänomenaler Ruhm und Vermögen, seine astronomischen, weltweiten Plattenumsätze, die kontroversen Presseberichte. .. Dramatisch. Aber tatsächlich steht hier auch drauf, they do not contain any recordings. Also hier ist auch keine Musik von Michael drauf, also auch irgendwie nur eine Dokumentation oder so. Das Jahr ist hier 1995. Hier ist die VHS. Also ich glaube, das habe ich auch noch nie gesehen. Vielleicht mache ich es mal irgendwann. Ich glaube, die habe ich mal gekauft, weil ich die irgendwie interessant fand und dann fand ich sie doch nicht mehr so interessant, als ich sie dann hatte. Hier ist noch so etwas, wo Michael ein Live-Konzert hier hat. Das ist tatsächlich ausgeschnitten, also dieser Einleger für die VHS-Hülle ist ausgeschnitten aus einem französischen Black-and-White-Magazin. Und hier ist das München-Konzert drauf, was ja im Fernsehen übertragen wurde. Und also ich besitze diese Black-and-White-Hefte teilweise, aber ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus. Also die französischen besitze ich auch wieder nicht.
ob dann irgendwie angekündigt wurde, das kommt im Fernsehen, nehmt es alle auf und hier habt ihr zum Ausschneiden für die VHS-Hülle dieses schön designte Ding hier. So stelle ich mir vor. Auf jeden Fall ist das hier auch beschriftet. Ghost ist offenbar auch noch drauf, steht hier mit per Hand geschrieben drauf und ein Blitz-Spezial. Also ich denke mal, hier sind ein paar coole Sachen drauf. Allerdings, wenn ich das München-Konzert mal sehe, dann halt in der Variante, die auf YouTube ist, die ja in HD auch ist. Dann habe ich hier eine DVD, die erstmal sehr offiziell eigentlich aussieht, deswegen habe ich sie auch gekauft. Hier ist noch Asia oder Asien Bootleg Fragezeichen drauf, aber eigentlich kann man auch ein Ausrufungszeichen dahinter schreiben, weil diese asiatische Pressung des Video Greatest Hits nicht nur so eine seltsame Schriftart hat, die hier überall verwendet wird, sondern wenn ich jetzt die mal aufmache, dann sieht man sofort, dass das eine Fake-Pressung sein muss, weil die wirklich nicht professionell aussieht, muss ich einfach mal sagen. Und naja, ich habe halt gedacht, die wäre offiziell, habe sie deswegen gekauft, aber auch hier, sofort als ich die gesehen habe, die Druckqualität ist auch schlechter als bei den anderen DVDs von Video Greatest Hits. Und naja, auch die DVD sieht nicht sehr professionell aus. Da bin ich sozusagen reingefallen, das passiert manchmal, aber die war auch nicht so wahnsinnig teuer. Ich habe übrigens mal irgendwann diese furchtbar hässliche Krawatte von Michael gekauft. Ich finde die schrecklich. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, warum ich die gekauft habe. Und die ist auch sofort in dieser Box gelandet. Gehe ich mal nicht weiter darauf ein. Keine Ahnung, was da mit mir los war. Ein bisschen cooler ist dann doch wieder etwas aus dem Fernsehen aufgenommenes. Oder keine Ahnung, ich glaube, weiß nicht, ob das im Fernsehen lief. Wahrscheinlich eher nicht. Hier sind fast 3 Stunden Bildmaterial drauf von Michael, wie er im Virgin Megastore am 7. November 2001 signiert hat. Und zwar am Times Square in New York. Und ich finde das eigentlich ganz witzig. Also ich glaube, ich bin weit davon entfernt, mir anzugucken, wie Michael Jackson 3 Stunden lang signiert. Auch wenn das irgendwie eine witzige Vorstellung ist, dass man so den ganzen Sonntagnachmittag vorm Fernseher sitzt und sich sowas anguckt. Aber irgendwie ganz witzig. Das war auch mal in irgendeinem Konvolut von Videokassetten dabei, was ich gekauft habe. Dort war auch diese VHS dabei, wo das Michael Jackson in Friends Konzert von 1999 aufgenommen wurde. Ich glaube auch dieser Einleger hier ist von irgendwo ausgeschnitten, bin mir nicht ganz sicher. Ich habe nochmal hier die handbeschriftete Videokassette. Und das ist tatsächlich ziemlich cool, weil man diese Aufnahmen von dem Konzert auf YouTube teilweise findet, aber nicht komplett findet. Und zum Beispiel, also ich bin ja auch ein Fan von den Beatles und Ringo Starr ist ja dort aufgetreten. Und diesen Auftritt, da hat er With a Little Help from My Friends gesungen bei Michael Jackson and Friends, habe ich tatsächlich zum ersten Mal auf dieser VHS gesehen und vorher noch nie irgendwo gefunden. Das ist also ziemlich cool. Die habe ich inzwischen auch digitalisiert, damit das, wenn die mal kaputt geht, auch nicht verloren geht, was da drauf ist. Wurde damit zum ZDF übertragen. Dann gibt es hier noch eine DVD, die auch jetzt nicht so toll aussieht. Aber hier ist das Konzert aus dem Madison Square Garden, was Michael 2001 gegeben hat. Dieses Jubiläumskonzert. Also da sind auch noch alle anderen Stars, die dort aufgetreten sind, drauf und dann eben auch die Jacksons und Michael als Solokünstler. Ist halt einfach die Fernsehaufnahme, aber habe ich irgendwie trotzdem mal gekauft. Ist ja auch eigentlich ein ganz schönes Konzert gewesen. Dann haben wir noch Michael Jackson Unauthorized. Das ist wieder irgendwie was mit Interview oder so. Michael Jackson Speaks, ja, klingt ja nach Interview. Habe ich irgendwie auch noch nie geguckt. Naja, ist witzig. Ist auf dem Label ist das so in dieser Invincible-Schriftart drauf. Ist halt dem Preis in Pfund nachzuurteilen, auch aus dem UK. Keine Ahnung, ist glaube ich nicht so interessant. Diese VHS fand ich so cool vom Design her, deswegen habe ich die damals gekauft. Ist irgendwie dangerous und dann aber irgendwie mit diesen asiatischen Schriftzeichen, sieht eigentlich ganz cool aus. Hier sind auch Konzertauftritte drauf, aber auch Musikvideos, also irgendwie ganz gemischt. Definitiv auch inoffiziell. Ach, hier habe ich mir drauf aufgeschrieben, was da drauf ist. Ja, Musikvideo, dann Pepsi-Werbespots, weitere Musikvideos, Say auch, dann irgendwie I Just Can't Stop Loving You von der Bad Tour und Man in the Mirror von der Bad Tour und irgendwie so ein wilder Mix.
aber irgendwie auch nichts Spannendes oder Exklusives. Also natürlich schon spannend, alle Sachen von Michael sind spannend, aber jetzt nicht besonders spannend, dass man da jetzt einen inoffiziellen Release für kaufen müsste, so meinte ich das. Auf dieser DVD, die auch inoffiziell natürlich jetzt ist ein Konzert von den Jackson 5. Und das ist tatsächlich ganz cool, das habe ich mir auch schon mal angeguckt. Also eines der cooleren inoffiziellen Releases. Ich bin dann gar nicht so der Jackson 5-Fan, wie ihr ja vielleicht wisst, aber dieses Live-Konzert ist wirklich schön anzusehen, muss man sagen. Ach hier, das erinnert mich an dieses Unauthorized, was wir gerade gesehen haben, Michael Jackson Speaks. Ach, ist auch dieser Preis aus dem UK drauf. Habe ich auch noch nie angeguckt. Naja, weil es mich einfach nie so wahnsinnig interessiert, so Michael Jackson Interviews. Also vieles findet man ja auf YouTube und das muss ich halt nicht auf VHS einfach gucken. Und zuletzt habe ich jetzt noch ein paar Vinylscheiben für euch. Und richtig cool finde ich ja die beiden This Is It Picture-Schallplatten, die halt inoffiziell sind, aber die ich richtig schön finde. Also ich bin, wie ihr ja vielleicht wisst, ein großer Fan von This Is It, beziehungsweise bin ich ja durch This Is It damals so ein bisschen zum Fan geworden. Und ja, This Is It ist ja auch als Soundtrack, sag ich mal, veröffentlicht worden. Eben die Studio-Version, die Albumversion von den Songs, die dort performt wurden oder geprobt wurden in dem Film. Und ich drehe es nochmal um. Und es gibt ja auch eine Vinylbox mit This Is It, die aber irgendwie, die ist ja sehr, sehr riesig. Da sind, glaube ich, 4 Schallplatten drin und man hätte halt die ganzen Tracks auch auf 2 Schallplatten gekriegt. Und genauso haben wir es nämlich hier. Hier sind die ganzen Tracks von dem This Is It Album auf Picture Vinyl Schallplatte und die sehen auch so offiziell aus. Also hier unten ist auch so ein Barcode, so ein kleiner, und hier steht auch in nicht so guter Druckqualität, aber das ist halt auch auf Picture-Schallplatten normal. Sind hier so noch Credits drauf und Logos und die ist richtig gut gemacht und richtig schön. Und ich finde es so schade, dass die nicht offiziell ist. Aber ich habe sie halt einfach trotzdem gekauft, weil, und ich glaube, die würden sogar noch mal irgendwann Platz hier finden. Bei Picture-Schallplatten ist es ja schwierig, die irgendwie zu rahmen, weil die halt irgendwie kein Sonnenlicht abbekommen dürfen, weil die sonst vergilben. Aber vielleicht finde ich doch nochmal irgendwie einen Platz für diese beiden schönen Picture-Schallplatten, weil die es eigentlich, auch wenn sie nicht offiziell sind, verdient hätten, hier irgendwie ausgestellt zu werden. Keine Angst, gleich ist es vorbei. Ich habe nur noch ganz wenige, also ich glaube hier 2 Schallplatten habe ich hier noch. Einmal einen inoffiziellen Remix aus Italien, wo irgendwie ein Megamix drauf ist. The Best MJ steht hier auf der Rückseite und hier steht Bonus-Track. Ich habe das mal gehört und fand jetzt den Bonus-Mix jetzt nicht so toll, nicht so interessant. Und das letzte ist eine noch eingeschweißte Vinyl-Single von Wanna Be Startin' Something. Und hier bin ich mir eigentlich auch relativ sicher, dass die inoffiziell ist, weil es ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Ich habe die für 5 € oder so gekriegt und eine noch eingeschweißte Single aus der Thriller-Ära findet man heutzutage nicht mehr. Also das ist irgendwie zu lange her, da ist zu viel passiert, die kriegt man nicht mehr und erst recht nicht für 5 €. Und auch das Label sieht hier doch eher amateurhaft bedruckt aus. Das sieht also, dieses Epic-Logo hier oben ist so ein bisschen verpixelt auch. Es ist eigentlich relativ offensichtlich, dass das hier ein Fake ist und keine offizielle und originale Pressung ist. Ja, vielen Dank, dass ihr mein Video gesehen habt und beeindruckend, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Das war ja nun wirklich auch ein langes Video, ohne dass ihr auch nur ein offizielles Sammlerstück gesehen habt. Aber wie ihr gesehen habt, sind manche inoffiziellen Sachen auch ganz schön, auch wenn ich sie heute nicht mehr kaufen würde. Schreibt mir doch mal Kommentare, ob ihr auch inoffizielle Sachen habt und warum ihr die habt, ob ihr die besonders schön findet, ob da irgendwie euer Herz dran hängt, das würde mich sehr interessieren. Und wir sehen uns auf jeden Fall demnächst zu einem neuen Video von mir wieder. Gebt mir noch einen Daumen hoch auf das Video und schreibt mir einen Kommentar. Und bitte abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und besucht mich gerne auf meiner Instagram-Seite, wo ich immer mal wieder Bilder und kurze Videos rund um Michael Jackson Sammlerstücke poste. Und ich freue mich, wenn ich euch dort sehe oder hier auf meinem nächsten Video sehe und wünsche euch eine schöne Zeit.